Nach 5 Monaten im Paradies wurde ich in der letzten Folge hart wieder in die Realität zurückgeholt. Todmüde, pitschnass, körperlich angeschlagen. Und dann ist auch noch meine Kamera abgesoffen. Es war wirklich einer der schlimmsten Tage auf meiner Südamerika-Reise. Aber ich habe mich durchgekämpft und erreichte schließlich die Colonia Tovar, eine deutsche Kolonie in den Bergen Venezuelas. Dort habe ich nicht nur meine erste heiße Dusche seit einem Jahr genommen, sondern es war auch Karneval. Heute geht's wieder raus aus Mini-Deutschland, ich zelte am Strand, es gibt die höchste Seilbahn der Welt und ein Hotel, in dem Motorradfahrer umsonst übernachten dürfen. Und ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um mich da durch diesen Faschingsverkehr zu quälen. Im Schritttempo irgendwie 20% Steigung hoch. Das ist jetzt auch nicht so einfach mit dem schweren Ding. Aber jetzt bin ich oben, es ist ziemlich frisch. Ich habe gedacht, ich fahre bis zur Tanke ohne Jacke, weil es so heiß ist. Aber die Tanke kam jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht stehen bleibe. Ja. International. Großartig. Na also. Buenas. Ja, jetzt sind es 143 Kilometer und 3 Stunden 20, weil eben die Straße sehr, sehr curvy sein soll. Also das hier ist quasi noch die normale Straße. Dann geht es ein kurzes Stück auf irgendeine Autobahn und dann geht es diese Kurvenstraße runter an den Strand. Und der Jürgen hat gesagt, wenn ich dann da runterfahre, Cuyagua, es ist so steil, da muss ich Pausen machen, weil es halten meine Bremsen nicht aus. Und am Strand, wenn alles gut läuft, will ich endlich mal mein Zelt wieder auspacken. Das ist jetzt nicht gedacht, aber ich habe tatsächlich richtig Bock drauf, auf Zelten. Als ich dann auf der Autobahn war, bin ich so 130 gefahren ungefähr. Und dann ist dann ein Auto links neben mich gefahren. Und ist die ganze Zeit auf meiner Höhe geblieben. Da habe ich schon gedacht, was will der? Und weil er nicht aufgehört hat, neben mir zu fahren, habe ich dann doch irgendwann rüber geguckt. Und dann hat die Beifahrerin mir eine Dose Bier bei 130 km/h aus dem Fenster rübergereicht. In Maracay hat mich dann mal wieder die Polizei angehalten. Er hat gesagt, ich soll ihm folgen, er will die Papiere sehen und mein Gepäck durchsuchen. Und ich habe dann direkt die Kamera angemacht. Das habe ich gelernt und es ist eine Absicherung, denn es gibt Geschichten, dass einem die Polizei Kokain oder so beim Durchsuchen der Taschen in die Taschen reinsteckt und dann sagt, oh, guck mal, Kokain. Und dann wollen sie Geld haben. Deswegen darfst du das filmen, kannst dann sagen, ey, ihr habt mir das reingesteckt, hier, ich hab's auf Kamera. Und meine Erfahrung ist es auch, sobald ich die Kamera anhab, dann geht alles viel schneller und die haben gar keinen Bock, mich so krass zu kontrollieren. Und so war es auch diesmal. Er wollte dann den Pass sehen, aber Gepäck hat er dann nicht mehr kontrollieren wollen. Und nach dieser Kontrolle ging es dann bergauf durch den Wald, eine traumhafte Straße über den Berg bis an die Küste.
Also, ich habe mir jetzt hier was geholt bei den Mädels. Und hier ist es halt. Mehr Latino geht nicht, glaube ich. Ist noch 20 Kilometer, aber 50 Minuten. Ist das geil. Das war wirklich wie ein Film. Holy shit, Alter. Oh, Handschuhe, vielleicht soll ich die auch mal anziehen. Ich bin so vertüttelt, seit ich wieder losgefahren bin. Habe Sachen vergessen. Jetzt habe ich heute, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe den Schlüssel von dem Zimmer mitgenommen aus Versehen. Muss nur überlegen, wie ich das mache. Weil ich will natürlich jetzt nicht die 4 Stunden wieder zurückfahren. Jetzt weiß ich, warum es so lange dauert noch, weil wir gehen noch mal hier, es geht die ganze Zeit an den Bergen lang. Die Berge gehen quasi direkt ins Wasser. Das ist halt super cool. Guckt euch hier die Straße an. 70 Kurven auf 8 Metern. Ah, ist das schön. Aber ich kann nicht mehr zu viel rumtrödeln. In einer Stunde wird es dunkel wohl. Mal schauen. Ich will jetzt, also klar, ich bin 11 Kilometer, 26 Minuten. Mit dem Motorrad ist es sogar, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber ich trödel ja immer rum, mache mir noch Fotos und dies, das. Cuyagua ist der Ort. Es sind jetzt noch 4 Kilometer bis zum Strand. Also das hat jetzt $2 gekostet für das Motorrad, haben die gesagt. Aha. Okay. Buenas. Wasser. Schützen. Guck ich mal, wie der das macht. Mit seiner Yamaha. Ich fahre da oben lang. Sí. Was wird es kosten? Hola. Sind ja so nett, die Leute. So, ich bin angekommen am Strand, ihr seht's. Sieht super gut aus. Und hier sind nette Leute. Die grillen hier. Und hola. Und hier gegrillt. Und ich wurde jetzt schon. Gracias. Und es wird hier. Ich kann hier kaum mein Zelt aufbauen, weil die alle 5 Minuten mir irgendwie was Essen hinstellen und Bier geben und keine Ahnung. Die Gastfreundschaft ist unübertroffen. Ja, und ich habe mir hier schon meinen Platz gemacht und dann denkt ihr, warum steht er so nah an der Straße? Weil das Wasser nachts, man sieht es kommt bis hier. Ungefähr. Man weiß es nicht so genau. Und die hat jetzt auch sein Zelt da aufgestellt. Ja, die fahren halt noch weg, die haben eine Posada. Und die Wellen, wie ihr seht, sind brutal hoch. Jetzt sieht man es natürlich jetzt gerade nicht so hoch, aber sind schon hoch. Guck doch. Und es ist, wie gesagt, Faschingswoche. Deswegen ist es brutal. Voll. Guten Morgen. Ja, Faschingswoche. Es war brutal laut. Bis um 3 oder so. Ich habe dann verzweifelt meine Europax gesucht. Wie heißt das? Europax? Diese Ohrstöpsel. Hab wieder
nicht gefunden, aber ich habe dann irgendwann, ich hatte noch ein zweites Paar, das habe ich dann irgendwann gefunden, so um 2 oder so. Es war halt neben mir, also was ist neben mir, so 20 Meter, hat jemand irgendwie einen Kompressor laufen, die ganze Nacht. Das war, und dann, es war halt schlimmer als in dem anderen Ding, weil hier ist halt, jeder Platz hat hier seine eigene Musik, also waren hier 10 Musiken durcheinander. Das war ein bisschen nervig. Und ich habe jetzt gedacht, oh, ich gehe morgens schön schwimmen. Aber ich zeig's euch mal. Die Nachbarn packen schon zusammen. Also schön ist es auf jeden Fall. Aber ihr seht, die Wellen sind hier 3 Meter hoch oder 4. Aber es kam heute Nacht nicht so weit, wie angekündigt. Aber ihr seht, wie voll es hier ist. Hier geht jetzt ganz toll die Sonne auf. Ja. Und hier ist alles voll. Aber schwimmen gehen kann man hier vielleicht nicht. Man könnte schon irgendwie reingehen, aber ich weiß nicht. Holy shit. Naja, ich glaube, ich mache jetzt echt mal meinen Kaffee. So, 3 Stunden gebraucht, um alles aufzuladen. Ich habe es jetzt hier mal oben drauf gemacht, bisschen anders. Ah, hier fehlt noch eins, sehe ich gerade. Siehst du, das kommt dann schön in die Speichen. Ach ja. Und einmal fester. Den Benzin ist jetzt leer, habe ich jetzt da reingefüllt. Also was heißt Benzin ist leer? Ist voll der Tank, aber ich habe den Kanister leer gemacht. Schleppe ich ein bisschen weniger Gewicht den Berg hoch. Okay, hoppala. Okay. Gang drin oder nicht? Hier ist ziemlich sandig, deswegen habe ich jetzt auch schon eigentlich die Kamera angemacht. Ich wollte eigentlich jemanden filmen, wie die hier immer rumsliden, die kleinen Mopeds. Und dann gucken, wie das große Moped das jetzt macht. Also, erstmal hier rausbekommen. Das ist ganz weg. Doch. Ja, ich glaube, ich muss einen Gang reinmachen. Ja, das hatten wir jetzt nicht gesehen. Okay. Ah, doch, es geht nur voll. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Da ist die Kamera zu hoch. Ich kotze doch ab. Okay. Oh, fucking. Jetzt setze ich mich drauf. Man kann es halt auch hier immer schlecht hinstellen, weil es schön einsinkt. Aber für kurz ist okay. Glaube ich. Nee. Nee, geht nicht. Oh. Okay. Puh, heiß. Los geht's. Es ist echt tief. Hier in der Spur bleiben. Das Gute ist, ich habe hinten so viel Gewicht, dass er vorne ganz gut drüber schiebt. Aber es ist trotzdem sehr, sehr, seht ihr ja. Holy shit. So. Oh ja, heute ist viel besser. Gestern war es zu, jetzt kann man sogar an der Seite vorbeifahren, so wie der, mache ich auch. Okay.
Es geht zuerst zurück nach Maracay und dort werde ich meinen Schlüssel, den ich ja aus Versehen mitgenommen habe, zum Kurier geben und wieder nach Colonia Tovar schicken. Und dann begebe ich mich schon mal langsam Richtung Grenze. Es sind noch ungefähr 800 Kilometer dann, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt noch ich glaube genau heute in 10 Tagen läuft mein Visum aus. Also er ist liegen geblieben, ich soll ihn jetzt bis hochziehen an den Berg. Vete un momentico. No. Si, yo no tengo. Que suelte. Si, quiero eso. Falls ihr jetzt denkt, was macht er denn da? Ich binde das nicht fest, weil wenn du das festbindest, dann kannst du, wenn irgendwas ist, kannst du es halt nicht losmachen. Deswegen legt man das nur so über die Fußraste und dann stellt man den Fuß drauf. Solange du den Fuß drauf hast, passiert nichts. Und wenn irgendwas ist, kann ich den Fuß hochnehmen und dann geht das Seil sofort ab. So hast du halt immer einen Schnellrelease dann. Okay? Toll, Seil gerissen. So, ich habe jetzt ein Auto angehalten. Das Seil ist gerissen direkt und er ist auf die Fresse geflogen. Aber für ihn halten sie halt nicht an. Er wollte auch nicht anhalten. Aber ich habe mich einfach in den Quer gesteckt. Und dann hält er an. Jetzt hilft er auch. Okay, suerte. Gracias. So, jetzt habe ich da getankt und ciao. Dann habe ich mir hier noch Oktanbooster gekauft. Ciao. Und hier, ciao. Und dann haben die mich zum Hotdog, also ich wollte nicht, also sie haben mich dann genötigt, mich zum Hotdog einladen zu lassen. Super nett. Und Getränk auch noch bekommen und es ist halt hier 37 Grad. Ein eisgekühltes 7-Up war schon nicht schlecht. So, jetzt fahre ich noch 2-3 Stunden und dann ist gut für heute. Aber Kopfweh, ey, die Hitze. Boah. Aber Benzin habe ich. Ja, meinen Schlüssel konnte ich jetzt nicht verschicken, weil heute ist natürlich Feiertag. Hola, buenos días. Soy Patrick o Ruti. Tengo un canal de YouTube o en Instagram. Soy Rutis Reisen. 5 meses en Venezuela. Y ahora estoy feliz para ser aquí. Hola. Hier sind wir im Hotel Refugio Campo Bello. Und das ist der El Jefe. So, und die Chefin. Und das ist Mella.
Hallo. Und ja, es ist super nett, weil es ist alles umsonst hier. Und wir haben ein riesiges Anwesen. So, ein kleiner Rundgang im Motorrefugio Campo Bello. Das hier ist der Shopper vom Chef. Und ja, ich wohne da hinten. Riesenzimmer. Und es gibt hier immer so Zimmer, da sind so kleine Garagen dabei. Das ist ziemlich cool. Hier sieht man's. Und für Motorradfahrer ist das alles free. So unglaublich. Ich weiß nicht warum. Aber es sind einfach nette Leute. Und dann, Mella haben wir ja schon kennengelernt, der kleine verrückte Hund. Die Hündin. Und hier ist aber noch so ein See mit Vögeln und eine Ziege ist da auch. Und hier sind noch andere Hunde, da kommt er. Hola. Hola, hola. Guck doch. Hola. Ja, nicht nur das, ich habe jetzt auch noch hier Wäsche waschen dürfen mit Maschine. Ich habe natürlich mein eigenes Waschmittel dabei, aber auch free. Super geil. Ja, hole ich dann gleich ab. Und es geht immer noch weiter. Ach ja, hier sind Pferdchen. Und hier habe ich ja gestern meine Handabdrücke da gelassen. Für alle Gäste gibt es immer hier Handabdrücke werden gemacht. Ja? Berühmte Reisende und auch nicht so berühmte Reisende sind hier verewigt. Und sie hat jetzt auch gerade ihre Hände verewigt. Hier. Ja. Und jetzt bin ich dran. Und bei iOverlander, ja, das kann ich nur empfehlen, immer gerade in Gegenden, wo kein Booking.com oder irgendwie Hotels so sind, so wie in Venezuela, ist iOverlander the place. Da, die Brasilianerin gestern mit ihrem Hündchen und kleine Ruti. Neben iOverlander ist natürlich auch Rutis Reisen the place. Auf meiner Webseite findet ihr die interaktiven Karten mit allen Empfehlungen von meinen nun fast 4 Jahren in Südamerika. So, San Felipe, Motorrefugio Campo Bello verlassen. Heute Morgen und jetzt hier angekommen und man sieht schon da ein Fisch. Es soll eine Forelle sein, denn das ist das Forellenhotel. Ja, super schöne Anlage, liegt so ein bisschen erhöht. Hier sieht man schon die Berge, denn wir befinden uns jetzt auf 2000 Metern. Kostet $20. Ist jetzt nicht so billig, aber ihr seht, es ist auch schön, ziemlich schick. Und ich habe hier 50 Mbit Internet. Also das ist das schnellste Internet, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so schnelles Internet hatte. Hier ist ein Schäferhund, hallo. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, hier auf 2000 Meter eine Pause zu machen. Denn ein kleines bisschen Kopfweh habe ich. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig getrunken habe oder ob es tatsächlich die Fahrt nach oben ist. Kann mich nicht beschweren. Motorrad ist auch gelaufen wie Sau. Benzin war überhaupt gar kein Problem. Ich habe heute 2-mal getankt. Easy. Ich glaube, mit dem, was ich jetzt habe, komme ich quasi bis zur Grenze. Hey! Hörst du auf? Meine Güte. Shitköder. So, das ist immer der Motor. Ohne Motor kann man rollen. Und der hat ja auch Schiss, aber der hat mich gestern geknapst. Das ist ein Schäferhund halt. Und vorher war ich mit dem noch spazieren, das war alles toll, ganz friedlich.
Deswegen mache ich es hier mal so. Ich habe dann keinen Bock, dass der mich beißt. Durch den Stiefel eigentlich passiert nichts. Aber da müssen sie halt ihren Köder mal zurückrufen. Ja. Hier war es jetzt so, haben jetzt 2 Kartengeräte wieder. Keins ging. Naja. Heute wird wieder richtig geklettert und zwar 2000 Meter Höhe auf 50 Kilometer. Zum Pico El Águila, dem Adlergipfel. Und das ist der höchste Straßenpunkt in Venezuela. Da gibt es auch ein Adlermonument und eine Kapelle und man kann runter auf die Wolken blicken. Ich bin noch ein paar Kilometer hinten rausgefahren, da geht die Straße noch ein bisschen höher, bis man wirklich den Scheitelpunkt erreicht hat. Ich habe das dann auch wieder in der Birne gespürt. So viele Höhenmeter auf kurzer Strecke, das merkt man einfach. Und jetzt geht es wieder 2500 Meter runter nach Mérida, wo das nächste und letzte Highlight der heutigen Etappe wartet. Herzlich willkommen in Mérida. Das ist die Stadt mit der höchsten Seilbahn der Welt. Rauf zum höchsten Berg Venezuelas. Kostet aber $40. Und das werde ich wohl aber trotzdem machen. Ich habe jetzt 6 Monate Zeit gehabt, mir das zu überlegen. Und ich glaube, das mache ich. Oh, schönen guten Morgen. Hier sind wir am Teleférico. Der höchste der Welt geht da hoch. Kann man ein bisschen schlecht sehen, weil die Sonne da scheint. Da ist die Bahn und er macht so ein bisschen Druck. Hier ist viel los, viele Leute. Hier wird viel verkauft. Es ist halt touristisch, ne? Aber ich hoffe, es lohnt sich.